Die Leute, die wurden ja immer heiß auf den Pokal. Jetzt kommen wir ins Endspiel, ne? Die Trophäe, die damit zum ersten Mal nach Frankfurt kommt. Dann holt man auch meistens den Pott. Ein Pokalheld. Tommy Rohrbach, der Linksaußen. Ein lockerer Typ der 70er. Wild, verspielt. Auf jeden Fall historisch. Die Trophäe, die damit zum ersten Mal nach Frankfurt kommt. Aber wir haben uns unheimlich gefreut und haben so ein spezielles Hochgefühl gehabt. Ne? Danach kam nichts mehr. Haben uns so völlig treiben lassen. Der Tommy mit der langen Matte, Rohrbach ein Kind des ersten Cupsiegs 1974. Auf der einen Seite die technisch guten Frankfurter, auf der anderen die kämpferisch starken Hamburger. Man sagt, dass das so gewesen wäre, über Jahrzehnte weg, dass eben die Diva vom Main, dass das eben eine gewisse Stil gewesen ist. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Anspruch, ein schönes Spiel zu machen, schön zu spielen, gut zu spielen, technisch gut zu spielen. Man spielte dann nicht immer den einfachen Pass, sondern man sucht dann den Schnörkel. Weidle sieht Trinklein starten. Der Libero, der Frankfurter in der Hälfte der Hamburger Hand. Vorbei am ersten Hamburger und zwischen Torwart und einem anderen Kals nämlich den Ball ins Eck geschwänzt. 1:0 für die Eintracht. Der Gerd macht ein Tor. Der sollte ja gar nicht über die Mittellinie. Dann macht er ein Tor. Der Gerd hatte eine Kneipe, die machte er an dem Tag auf, an dem wir das Spiel gewonnen hatten. Und da haben da eben das Lokal mit eröffnet. Es war umstritten, ne, weil der Gerd eben auch ein Junge war, der ins Leben ging. Die 74er Helden haben gelebt. Die Partys waren nicht ganz so wild wie die Gerüchte darüber. Echte Profis, aber solche, die das Ganze etwas entspannter und lockerer sehen durften. Da wurde auch ein bisschen viel drüber beschrieben, gemacht, weil wir eben so ein bisschen den Lässigen rausgehauen haben. Und das haben die Leute natürlich dann eben teilweise falsch interpretiert. Ne? Wenn du abends einen machst und hast morgens Konditionsüberprüfung, das vergisst du nicht. Rohrbach ans Außennetz. Das hätte teuer werden können für Tommy. Das ist Rohrbach, der trickreiche Außenstürmer der Frankfurter. Ich musste eine Flanke kurz vor dem Tor verwerten und habe sie nicht richtig geköpft und habe sie so abrutschen lassen. Und der Bernd guckt mich an und sagt, muss das denn sein? Im Gegenzug machen die natürlich den Ausgleich und da musste man in die Verlängerung. Björn Mose, der Däne im HSV-Dress, der läuft alleine und schießt ins Toreck 1:1, eine Viertelstunde vor dem regulären Ende. Das war dann auch etwas mehr Arbeit. Und das waren die 70er. Fußball pur damals. Die medizinische Abteilung sah so aus, die Medienlandschaft war eine Schreibmaschine. Gutes Spiel gemacht, besonders nach vorne, aber hinten nicht diszipliniert genug in der Abwehr. Der Boulevard drängte so langsam in den Fußball und in die Kabine. In puncto Publicity waren sie äußerst zurückhaltend, kaum für Schlagzeilen geeignet. Ja, da wurde viel rein damit. Ich habe die Haare damals offen getragen. War so die Zeit. Die Hälfte der Mannschaft hatte lange Haare. Man sagte, das gehört nicht zum drahtigen Image eines Sportlers. Deswegen haben wir es auch so aus Provokation ein bisschen gemacht. Ne? Klar, die Matte lang. Die Playboys vom Riederwald waren vorm Finale herzlich willkommen beim Gegner HSV. Blaskapelle, Mike Krüger und eine Elefantenparade beim Training. In Hamburg war Fußball plötzlich Showbiz. Ich weiß noch, als wir mal gespielt haben, hatten sie von uns eine Vorschau, Gerd und ich, mit einem Pelz und mit 2 Models. Was machen die Playboys heute? Vorschau vor Spiel, ne? Vom Arbeitersport zur Generation Bravo. Das war eben der HSV mit seiner Public Relation vorm Spiel. Ne? Und heute? Kein Pelzmantel, kein Model. Die Verlängerung von 2 mal 15 Minuten stand bevor.
Aber das Spiel blieb fair und hier das 2:1 für Eintracht Frankfurt durch den großartigen Hölzenbein. Ja, ich bin total kaputt und ich würde sagen, ich bin heute noch mehr fertig wie nach dem Endspiel um die Weltmeisterschaft. Ja, in 5 Wochen Weltmeister und deutscher Pokalsieger, das ist schon was. Tja, das kann man wohl sagen. Der Weg ins Finale ein reines Weltmeistertreffen. Rohrbach Torschütze beim spektakulären 4:3 gegen Overaths Kölner im Viertelfinale. Momente, die ewig leben. Tor Rohrbach gegen Bayern München mit Müller, Meier, Beckenbauer. 2:2, kurz vor dem Abpfiff des Halbfinals. Wir haben es dann noch gedreht und das war eben ein tolles Spiel auch. Aber das war so praktisch ein vorweggenommenes Endspiel. Elfmeter in der letzten Minute. Und der Meier, der hat nicht geglaubt, dass das mit dem Elfmeter jetzt zu Ende geht. Der Weltmeisterkeeper dreht am Rad. Der wollte den Jürgen Kalb nervös machen. Gott sei Dank wurde der immer kühler. Endlich Endspiel. 5 Jahre hat der heute 74-Jährige für die Eintracht gespielt. Gekommen von Göttingen 05, gezittert in der Verlängerung gegen einen starken HSV, gespielt auf seine ganz besondere Art und Weise. Fummler. Links außen. Unaufhaltsam. Flanke nach innen, Kraus fliegt heran. 3:1. Das war die Entscheidung, 3:1 für Eintracht Frankfurt. Pokal ist eigentlich ein einfaches Geschäft. 5 Spiele und du bist im Endspiel. Das war ja lange Zeit gar nicht so, bis wir die 2 Pokale geholt haben. Die Trophäe, die damit zum ersten Mal nach Frankfurt kommt. Und schließlich die Frankfurter Eintracht als Sieger auf der Ehrenrunde sah. Der Pokalheld lebt heute in seiner Geburtsstadt Bad Hersfeld und in Griechenland, wo er nach seiner Zeit bei der Eintracht heimisch wurde. So ähnlich wie hier. Da, wo der Kirchturm ist, ist das Meer. Sehr angenehm und mitten in der Landschaft. Und im Herbst, Spätherbst mache ich mein Olivenöl. Ich komme aus dem Flieger und springe da rein und bin da gleich in der Dorfgemeinschaft wieder dran. Und auf ewig einer von der Eintracht, als die 70er so golden waren wie der Pokal. Kein Pelzmantel, kein Model. Dann holt man auch meistens den Pott.